Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüstner Kolben, die Oldtimer Galerie Toffen, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische, ebenfalls in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen in Schloss Pichlein. Es gibt einige Rallyes in Europa, wovon man sagt, da muss man einmal dabei gewesen sein. Und das hier ist so eine. Das ist die Enstal Classic. Ich fahre heute mit wirklich einem wunderschönen Porsche von Hans-Peter Porsche Traumwerk zusammen mit meinem guten Freund und Geschäftsführer von Hans-Peter Porsche Traumwerk, Sven Bussow. Nach der Ankunft in Gröbming durchlaufen alle Fahrzeuge eine gründliche technische Abnahme. Und wenn alles abgehakt ist, gibt es für Sven erstmal eine Menge zu staunen. Mein erster Eindruck ist wirklich hochwertig. Was hier an Auto steht und was hier gezeigt wird, ist, glaube ich, findet man so schnell auf einer Oldtimer-Ausfahrt nicht. Ganz nette Menschen dabei, die gerne Auskunft geben über Autos. Also ich finde es schon richtig klasse. Traditionell beginnt die Enstal Classic mit dem Eröffnungsabend im Schloss Pichlein. Ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Und hier verrät Felix Glückner, was die Organisation in diesem Jahr für die Teilnehmer bereithält. Wir haben eine super tolle Strecke. Wir haben wieder 2 Fahrtage, über 400 Kilometer. Es wird herausfordernd, aber ich glaube, wir schaffen es wirklich in Österreich, die wirklich schönsten Straßen und die verkehrsärmsten zu finden. Und ich bin die Strecke selber vorher abgefahren. Es ist wirklich ein Traum. Das Wetter spielt mit. Es schaut sehr, sehr gut aus. Wir haben wieder 180 Teilnehmer aus 14 Nationen. Und nicht nur das, wir haben auch echt eine coole Markenvielfalt. Wir haben über 40 verschiedene Automarken. Und wenn man so durchschaut, es wird wirklich nie langweilig. Es fängt an beim Bugatti von 1922, was für mich immer ein Wahnsinn ist, 900 Kilometer in ein Auto von 1922 zu fahren, bis hin zu 72 zu den amerikanischen Schlitten. Es ist wirklich Abwechslung pur und das macht uns sehr stolz. Genau so ist es. Und ich kann euch nur sagen, wir haben heuer sogar extra trotz Regen angesagt, Sonnenschein kommen lassen. Und es ist ein Muss. Ihr müsst alle dort herkommen und mitfahren. Es ist der größte Spaß im Jahr. Die Wetterprognose für den Vormittag ist durchwachsen, aber ab 11 Uhr soll es besser werden. Und darauf hoffte auch Harald Kielze, ein bekanntes Gesicht bei der Enstal Classic. Ich bin dieses Jahr nicht nur Partner, sondern ich darf auch selber fahren und das ist natürlich prima. Vredestein verkörpert wahnsinnig das Gefühl, dass junge Leute wieder zu dem Oldtimer-Sport gebracht werden müssen. Und das lebe ich natürlich in vollen Zügen und deswegen ist es für mich so schön zu sehen, dass so viele junge Teilnehmer kommen, dass viele Youngster-Teams aus der Vredestein Youngster Trophy immer mehr werden jedes Jahr. Und das ist für mich ganz, ganz schön und bereichert mich. Enstal Classic für mich mittlerweile das 3. Mal, bedeutet für mich vor allem Spaß, Spannung. Auch die Abwechslung und die Straßen, die Umgebung ist super toll für mich. Das ganze Rahmenprogramm, die ganze Kulinarik, die dazugehört, super toll, jedes Mal tiptop organisiert. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Wirklich eine anstrengende Sache, tolles und viel unterwegs sein, tolle Gegend. Wetter ist jetzt einmal noch trüb, wird aber wahrscheinlich noch besser werden heute und richtig schön warm. Traumhaftes Wetter, traumhafte Landschaft. Bei der Enstal Classic 2025 gehen 180 Oldtimer an den Start. So bleibt Sven und mir mit der Startnummer 157 genügend Zeit, um die letzten Vorbereitungen zu erledigen und unsere Porsche in Top-Zustand an die Rampe zu bringen. Es ist trocken, heute Nacht hat es geregnet, aber heute Nachmittag wird es aufklaren und ich glaube, dann können wir offen fahren. Und knapp 80 Minuten nachdem das erste Fahrzeug gestartet ist, dürfen auch bei uns die Bremse los. So Sven, viel Spaß! Wir sind in der Enstal Classic. Wie du vorher schon gesagt hast, jetzt ist noch ein bisschen Regen, aber heute Nachmittag geht das Dach runter, gell? Absolut. Das Wetter zeigt sich auf den ersten Kilometer zwar nicht von seiner besten Seite, aber der Stimmung im Auto tut das keinen Abbruch. Wir haben uns zweimal verfahren, aber das ist, weil du so viel plauderst. Genau, und wir haben deutlich mehr gesehen als alle anderen, wie du immer so schön sagst. Genau. Aber erster Eindruck? Absolut super. Die Strecke ist grandios, die Enstal ist wirklich
etwas ganz Besonderes. Die Menschen, die Autos, die hier sind und dann natürlich mit diesem Wagen. Ja, die Vielseitigkeit, ja? Nicht nur von den Autos, aber auch von den Menschen. Genau. Was war es, aus 14, 15 Ländern? Ja, genau. 180 Autos? Und ich merke auch, man sieht natürlich, dass ich vom Traumwerk bin und werde von Ja. vielen angesprochen, was natürlich wirklich toll ist. Ja, da war gerade jemand, der sagte, ich war gestern noch bei euch. Genau. Das ist es ja. Und das ist natürlich super für so einen Auftritt hier. Ja, und ich darf mit dem Chef unterwegs sein. Aber wir müssen uns Ja, konzentrieren. ich habe Hunger langsam. Wir gehen bei 87, noch 10 Kilometer. Ja. Da sind wir im Mautendorf Noid. Super. So. Brauchen wir 10 Kilometer nicht mehr zu konzentrieren, darfst du wieder labern. Läuft. Der erste kurze Halt ist im mittelalterlichen Ort Mautendorf geplant, wo die Teilnehmer traditionell mit Leberkäse verwöhnt werden. Und hier erfahren wir, was die Enzo Classic für viele Teilnehmer so besonders macht. Uns reizt im Prinzip, dass die Capriolenwetter immer was umstellen und. Also die ganzen Schnittprüfungen ändern, die Kilometrierung ändern und so weiter. Das ist wirklich spannend im Auto und das reizt uns wirklich sehr. Ja, es erwartet uns sicher noch aufregende Prüfungen und jetzt müssen wir auch die Kilometrierung ein bisschen ändern, weil jetzt kommt die Sonne raus, wir sind im Regen gefahren. Sprich, wir müssen jetzt andere Tabellen nehmen und reagieren. Wir haben eigentlich die Schnittfahren haben wir relativ gut gemacht. Dann ist uns leider spontan ein LKW vor uns stehen geblieben, aber das haben wir dann noch relativ gut ausgebügelt. Und dann war es relativ interessant, jetzt beim Rauffahren hat es wieder geregnet. Also ich bin sehr happy mit der Vanessa als Fahrer, weil es trotzdem ihr erstes Mal ist und das ist keine leichte Herausforderung, dann gleich bei der Enster Classic da wirklich als Fahrer so einen guten Job zu machen. Und wir sind da eigentlich ein super eingespieltes Team, weil ich habe den Beifahrer schon einige Male gemacht eben. Und ich kann ihr das schon super ansagen und sie adaptiert dann eigentlich sofort immer die Anweisungen perfekt und darum haben wir auch schon einige gute Ergebnisse jetzt gehabt. Aber ich bin auch sehr happy mit Paolo. Und tatsächlich, die Wettervorhersage stimmt und das Verdeck kann runter. Die Sonne kommt raus. Wie versprochen. Aber lass uns nicht zu schnell jubeln, weil ich glaube, da kommt noch was. Fahren übrigens 400 Kilometer. Warst du das bewusst? Ja, nicht so richtig, aber es macht Freude. So, einmal tanken reicht. Thomas Vogler ist Teilnehmer der ersten Stunde und kann in der Mittagspause genau erklären, warum die Enzo Classic bis heute zu den beliebtesten Oldtimer-Rallyes Europas gehört. Sie hat definitiv rundherum ein ganz eigenes Flair, eine ganz eigene Herausforderung. Es ist vielleicht auch dieser Hang oder dieser Wunsch, weiter traditionell mechanisch mit allen Dingen zu fahren. Das Verbot aller elektronischen Hilfsmittel. Und das ist man vielleicht heute nicht mehr gewohnt, aber das genau macht's aus und das ist die Freude und der Spaß daran. In diesen 29 Jahren habe ich es geschafft, immer mit anderen Autos zu kommen. War zwar viel Arbeit und ich habe viel sparen müssen, aber ich bin sehr stolz. Heuer vor allem mit einem 356, war er 54, der eine ganz, ganz tolle Geschichte hat. Ich bin der dritte Besitzer in 70 Jahren. Ein Highlight der Enzo Classic ist der Besuch am Red Bull Ring. Aber das Rennerbe dort begann einst auf dem Flugplatz von Zeltweg. Zwischen 1957 und 1964 fanden dort Rennen statt. Darunter in 1964 der erste Formel 1 Grand Prix in Österreich. Für Sven ist es dieses Wochenende nicht nur die Premiere bei seiner ersten Oldtimer Rallye, sondern auch der erste Auftritt auf einer echten Formel 1 Strecke. Wir sind am Red Bull Ring. Wir sind jetzt noch am Parkplatz und dann fahren wir auf die Strecke. Aber wir haben hier eine kurze Strecke. Wir müssen von A nach B und C fahren. Wir fahren 20 Sekunden und wir fahren 7 Sekunden. Und wir haben hier mit 2 Lünetten haben wir 2 Stopwatches. Ich zähle einmal runter von 20 nach 0 und dann von 7 nach 0.
10 geht's pro Sekunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Wertungsprüfung war natürlich spitze jetzt. Bis jetzt hat es wirklich riesig Spaß gemacht und dank dem Martin natürlich haben wir, glaube ich, auch ganz gut abgeliefert. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist noch nicht zu Ende und wir gucken mal, was wir so zaubern. Die Enstone Classic ist dafür bekannt, Rennlegende aus der Motorsportgeschichte zu ehren, wie Jack Brabham, dreifacher Formel-1-Weltmeister und bis heute der Einzige, der den Titel in einem selbstgebauten Auto gewann. Heute ehrt ihn sein Sohn David in einem seltenen Vauxhall. 1965, auch mein Geburtsjahr. Mein Gott, das ist schon verrückt, oder? Wir haben dieses Auto in Italien gefunden. Und es gibt weltweit nur 2 Stück, von denen wir wissen. Eins in Australien und eins hier. Es ist also wirklich selten. Vielleicht gibt es noch 2 weitere irgendwo, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Es wäre schön zu erfahren, ob sie noch existieren. Bruno, dem das Auto gehört, hat mir gesagt, gib mir einen Aufkleber oder ein Poster, das du gerne auf dem Auto hättest. Ich habe ihm aus Spaß ein Bild geschickt, aber er hat es tatsächlich drauf gemacht. Das bin ich als Kind damals, als mein Vater die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ziemlich cool, oder? Es ist einfach schön, hier zu sein und all diese großartigen Autos zu sehen. So viel Geschichte, so viel Tradition. Die Konkurrenz ist wirklich hart und ich habe riesigen Respekt vor allen, die vorne mitfahren, denn es ist verdammt schwer. Dann dürfen auch wir auf die Strecke. Zweite Premiere für dich. Absolut. Erste Wertungsprüfung hast du gehabt. Jetzt zum ersten Mal in deinem Leben auf der Red Bull Ring. Das ist vielleicht mal schön, die Zuschauer zu zeigen. Hier siehst du, wie viel es nach unten und später wieder nach oben geht. Gell? Und in der Formel 1 geht es übrigens gerade. Wir machen eine kleine Schikane. Und bei diesen Wertungsprüfungen hier darf jeder eigentlich, Achtung links von dir, jeder eigentlich seine eigene Geschwindigkeit wählen, aber man darf nicht, ich glaube, unter 3 Minuten fahren, so dass es keine Leute gibt, die voll Gas hier rumfahren. Hier ist die Kurve 3, das ist die berühmte Kurve, wo eigentlich die spektakulären Überholungsmanöver in der Formel 1 sind. Und du siehst auch, wie das hochgeht und da verbremsen viele sich, weil es eigentlich viel besser bremst als auf einer geraden Strecke, weil es hoch geht. Hier kommt man raus und dann geht es wieder runter. Hier und dann wieder nach außen. Das sind eigentlich die Rennlinien, die man fährt. Gehen wir wieder zurück, aber rechts ist einer von dir. Du musst auf der Rennstrecke immer vorne, links, rechts, hinter schauen. Gehst mal nach außen und dann jetzt einlenken. Ja, hier die Curbstones. Das, ja, super. Jetzt nach außen laufen lassen. Hier. Bleib draußen. Wart. Und jetzt einlenken. Und wieder die Curbstones und dann wieder nach außen. Jetzt liegst du 2 Meter daneben. Jetzt wieder nach außen. So, hier links. Jetzt bleiben wir links. Und hier auf der Red Bull Ring ist eine komische Situation, weil die Boxengasse-Eingang fängt hier schon an, vor der Kurve. Man bleibt außen und dann geht man nach innen und dann überschneidet man eigentlich hier halb, hier geht man nach innen, die Boxengasse-Eingang, siehst du? Und das muss, weil da draußen bleiben, das geht gar nicht. Und man sieht, man fährt hier mit sehr viel Respekt füreinander.
Niemand, es ist kein Rennen hier. Bleib draußen, gehen wir nach innen. Ja, und dann nach draußen. Es ist immer außen, innen, außen. Du musst auf der Rennstrecke übrigens immer gerade deine Linie halten. Dann bist du nie eine Überraschung für einen anderen. Wart. Und jetzt. Da und nach außen. Perfekt. Das war richtig gut. Ja. Vielen Dank für deine Lehrstunde. Ja, aber das ist so schön, weil man sieht, wie schnell man eigentlich das lernt. Gell? Ja, absolut. Weil es natürlich etwas ganz anderes ist auf der Straße. Und vergesst nicht, viele Leute denken, ja, ich mache das in den Computer. Aber so funktioniert es nicht ganz. Das ist, das Gefühl dafür ist doch schon... Aber du siehst es, erste Runde vorsichtig, zweite Runde ungewohnt, Genau. dritte Runde schon richtig gut. Zügig. Und Genau. man kann das, ich habe immer gesagt, Autorennen kann man eigentlich in ein paar Tagen lernen. Weil fahren können wir alle, wir haben einen Führerschein. Und es sind ein paar kleine Tipps. Dass man den Schwung behält. Das Und die ist hast so. du gut umgesetzt. Aber ein Tipp, ihr habt so viele tolle, schnelle Autos. Wenn wir das nächste Mal machen, nimm nicht ein GT3 oder so etwas. Das ist dann noch ein Sprung zu viel. Gell? Auf dem Weg zum Zielort Schladming hält die Strecke noch ein paar herrliche Passagen für uns bereit. Und wir können gar nichts anderes als kurz auszusteigen und den atemberaubenden Ausblick zu genießen. Da denkt man den ganzen Tag, man hat schon alles gesehen und alles gehabt. Und da kommt man abends hier über den Sölkpass und sieht diese Schönheit. Wunderbar. Die Ankunft in Schladming ist jedes Jahr ein Erlebnis. Tausende Zuschauer empfangen die Autos und ihre Teams mit Begeisterung. Ein schöner Abschluss des ersten Tages. Auch am zweiten Tag wird es nicht weniger schön. Die erste Etappe führt zum Mittagsstopp in Steyr. Ein weiterer Anziehungspunkt für Oldtimer-Fans, die hier in großer Zahl auftauchen. Und bei der Einfahrt entdecken wir einen ganz besonderen Fiat. Es ist ein Leichenwagen, ein Italiener, wurde vom Designer von Ferrari gebaut damals, wurde bereits 61 gebaut und wurde komplett neu restauriert und komplett neu aufgebaut wieder. Das habe ich abgeschlossen 2022 bis 2024, das war ein Projekt. Der Bestattungswagen ist komplett wieder zugelassen. Wir dürfen auch damit wieder Verstorbene transportieren und so weiter. Also er wurde komplett aufgebaut. Das ist, glaube ich, das einzige in Österreich, was in dieser Art noch besteht. Und du glaubst aber nicht, auch bei diesem Auto wird gelacht. Darum ist es auch da, das Auto. Und das soll auch jeder sehen, dass es so ein Auto gibt. Auch hier sprechen wir die Teilnehmer. Begeistert und ehrlich. Ich finde es eine ganz tolle Veranstaltung. Tolle Menschen, tolle Autos, tolle Strecken. Es ist sehr anstrengend, also wahnsinnig viele Prüfungen und man sitzt sehr lange im Auto. Und wir unterhalten uns den ganzen Tag und dann erzählen wir uns Geschichten und dann verfahren wir uns wieder, weil wir nicht aufs Roadbook geschaut haben. Das passiert uns eigentlich grundsätzlich immer. Und ansonsten zählen wir ganz normal. Also mein Beifahrer zählt, ich höre auch wieder nicht zu, manchmal höre ich gut zu. Aber genau, es klappt halt. Manchmal klappt es gut und manchmal schlechter. Aber gestern waren wir gar nicht so schlecht am Ende dann. Ja, bei uns ist es einmal ein Dankeschön. Ich sage Danke zu meinem Partner, der jahrelang mein Beifahrer war. Dann habe ich gesagt, wenn du einmal dieses Auto hast zum Mitfahren, dann bin ich der Erste. Jetzt hat das wirklich, jetzt bin ich da. Es ist toll. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Also Enstal Classic neu für mich. Ich weiß natürlich auch, dass ich der bessere Beifahrer bin, aber ich glaube, ich bin auch der bessere Fahrer. Aber im Ernst, es ist so, wir haben einen großen Spaß im Auto. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und ja, wir kennen uns schon so lange und das ist doch schön, dass man auch auf so engem Raum sich dann auch noch so gut versteht. Und das ist wie eine Auszeit für uns. Mal Kopf weg, Kopf frei und an was ganz anderes denken. Sven und ich könnten mit unserem Material locker 3 Topspeed-Sendungen füllen. Aber der Samstag bringt noch mehr Abenteuer und diese Sendung dauert nur 24 Minuten. Also beschließen wir, die Kameras für heute auszuschalten. Wir haben so viel von uns gezeigt, dass wir gedacht haben, lass es sein. Wir haben 2 unglaublich tolle Tage gehabt und morgen kriegen wir noch einen ganz tollen Tag. Ja, das stimmt. Stadt Grand Prix in Gröbming und die Stoderzinker fahren wir noch hoch. Ja. Und wir haben gemeint, dass wir dann auch mehr von anderen zeigen. So, wir verabschieden uns jetzt noch von den Zuschauern. Wir fahren noch weiter. Aber Vielen herzlichen Dank. Fürs Bild, mal schön. Es war echt wirklich, wirklich toll. Bist du infiziert? Ja, aber wie? Aber wie? Bei so einem Lehrer. Oh je, oh je, je.
Und mit diesem Bilder endet der Rallye-Tag der Enstal Classic 2025. Weiter geht's mit dem Programm am dritten Tag, das komplett in Gröbming stattfindet. Am Samstag fühlt sich Gröbming für ein hochkariertes Event mit historischen Rennwagen und legendären Fahrern. Einer davon ist Formel 1 Safety Car Fahrer Bernd Mailänder, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Bernd, das ist ja lange her, gell? Ja, einige Jahre her, wobei bei uns vergeht ja die Zeit schneller. 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Mille Miglia. Und liebe Zuschauer, damals sahen wir beide noch sehr jung aus. Wie fährst du? Fährst du ja, sportlich? Ich fahre sehr sportlich, ja. Wenn es der Verkehr zulässt. Wenn es der Verkehr nicht zulässt, dann ganz normal. Genau. Viel Spaß heute. Wir sehen uns in Siena. Essen wir ein Eis. Ja, genau. Alles ciao. Klar. Danke. Ciao. Das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Du hast deine eigene Wein. Ganz richtig, ja. Ich komme ja aus einer kleinen Getränkefamilie. Also Flüssigkeiten waren bei uns schon sehr, sehr wichtig, schon immer das Leben lang. Ja. Früher Coca-Cola, Opa hatte auch ein bisschen Wein. Ja. Dann sind viele, viele Jahre vergangen und 2018 bei einer Veranstaltung mit dem Weingut Kuhnle zusammen haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch was machen. Und ja, 7 Jahre später stehen wir hier. Und wie läuft's? Eigene Weinlinie, toll, es ist eine riesige Herausforderung. Und natürlich ist Qualität jetzt bei mir, steht absolut im Vordergrund. Jetzt nicht das Volumen, sondern wirklich die Qualität. Und ich glaube, mit Classic, was ja auch für sich selber spricht, hier bei der Enstal Classic. Und, ja, liebe Zuschauer, alle Teilnehmer haben einen Kochlöffel gehabt. Und das ist auch eine besondere Geschichte, gell? Ja, und da sind wir jetzt wieder beim Wein. Ja? Dieser spezielle Cooking Spoon ist eine Kreation für die Enstal Classic. Im Barrique reift ja vieles, speziell auch Wein natürlich. Ja. Und aus solchen alten Barrique-Fässern ist eine spezielle Edition geworden mit einem Kochlöffel. Und wenn man dann noch schöne Autos dazu hat, egal von welcher Marke, ich glaube, es ist eine perfekte Kombi. Aber jetzt gehen wir zum Spaß, weil du fährst mit dem... Ich muss jetzt zum Drivers Briefing, okay. Ganz hochoffiziell, und mal gucken, was da noch alles passiert. Kochen mit Bernd! Noch so eine Legende ist Rizzo Stuck, Freund unserer Sendung. Heute fährt er einen Porsche, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Das ist einer meiner wichtigsten Autos in meiner Karriere. Das war der zweite Le Mans-Sieg, zusammen mit Derek und Al Holbert. War ein heißes Rennen, war gut, haben wir uns dann schön geärgert und auch zum Schluss dann gewonnen. Und den heute hier fahren zu können, ist für mich absolut Highlight des Jahres. Du, jetzt die Runde, das ist reiner Spaß, um die Leute zu unterhalten. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit. Wir wollen die Autos sehen, die Autos hören. Ja. Das macht Spaß hier. Und ich finde toll, dass Aber liebe Zuschauer, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es ist nicht nur Spaß für die Zuschauer. Was glaubst du, was hier unter dem Helm am... Das ist für mich der größte Spaß. Genau. Du musst los. Alles klar, mein Lieber. Ciao. Zum Schluss gibt es für die Zuschauer noch einmal richtig was auf die Ohren. Aber dann verabschiede ich mich von diesem großartigen Event gemeinsam mit Alexander Zwickel, Sohn des leider verstorbenen Mitbegründers Helmut Zwickel. Die Routen waren sensationell. Vielen Dank. Gerade der Donnerstag, ich fahre ja voraus, eine Stunde vom Feld, und da waren eine Stunde, glaube ich, kein Auto auf der Strecke. Also wir sind wirklich gefahren auf wunderschönen Strecken, was auch das Motto ist, Autofahren im letzten Paradies. Absolut, das war sicher auch für uns wieder, das war top für diese Woche. Noch ein Ding, wenn man Interesse hat als Zuschauer, als Geschäftspartner oder als Teilnehmer, wo geht man hin im Internet? www.enstal-classic.at enstal-classic.at. Das war top. Alex, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Schön, dass ihr da wart. Und letzter Blick ist für den wunderschönen Escort. Genau. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüsne Kolben, die Oldtimer Galerie Toffen, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische, ebenfalls in der Brandung.